Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video möchte ich dir gerne Ordnungssysteme und Ordnungsboxen etwas näher bringen, ihre Vorteile aufzeigen und wie sie dir deinen Haushalt und dein Leben vereinfachen können. Der Hauptgrund für Unordnung liegt meistens darin, dass die Dinge, die wir besitzen, keinen festen Platz haben. Das heißt, die Dinge landen einfach irgendwo dorthin, wo eben gerade Platz ist, was dazu führt, dass wir Sachen oft suchen müssen, dass sich Unordnung schnell einschleicht und dass wir einfach unübersichtliche Schränke und Schubladen besitzen. Dem Ganzen kann man entgegenwirken, indem man mit Ordnungsboxen und Ordnungssystemen arbeitet. So hast du die Möglichkeit, allen Dingen einen festen Platz zuzuteilen, außerdem deine Schränke und Schubladen übersichtlich zu strukturieren und vor allem auch die Sachen, die du besitzt, nach logischen Gesichtspunkten oder nach Bedarf zu bündeln. Mit Ordnungsboxen und Ordnungssystemen können wir außerdem unseren Platz maximal ausnutzen. Wir können mit Hilfe von stapelbaren Boxen zum Beispiel das Volumen in den Schränken ausnutzen, indem wir die Boxen übereinander stapeln. Wir können aber auch mit Hilfe von Ordnungsboxen zum Beispiel Dinge auf den Schränken lagern oder zum Beispiel auch unter dem Bett. Auch ist es möglich, mit Hilfe von Ordnungsboxen und Ordnungssystemen einen Schrank vielseitiger zu benutzen und dennoch eine gewisse Übersicht und Struktur beizubehalten. Ordnungssysteme und Ordnungshelfer können uns aber auch dabei helfen, einen großen Bereich vielseitig zu nutzen, ohne dass die Übersichtlichkeit und Ordnung darunter leidet. Wir haben hier im Flur beispielsweise einen Mehrzweckschrank zu stehen und haben hier verschiedenste Kategorien aufbewahrt. In diesem Schrank lagern wir Aktenordner, Hygieneartikel auf Vorrat. Wir haben hier unsere Kosmetika in diesem Schrank, Partybedarf, Handtücher, Büroartikel und vieles mehr. Mit Hilfe der Ordnungssysteme, die wir in diesem Schrank verwendet haben, haben wir trotzdem eine gewisse Ordnung und auch eine Übersichtlichkeit, da alle Kategorien in sich zusammengefasst sind. Ordnungsboxen und Ordnungssysteme sind in verschiedenen Größen, Farben, Formen und Materialien erhältlich. Je nach Verwendungszweck solltest du dir da Gedanken machen, auf welche Form du zurückgreifen möchtest. Ich benutze zum Beispiel gerne textile Boxen für die Unterteilung in unseren Kleiderschränken. So kann ich meine Schubladen gut durchorganisieren und diese nach Kategorien unterteilen. So bleibt die Schublade zum einen langfristig ordentlich, aber auch die Übersicht bleibt gewahrt. Unsere Medikamente wiederum habe ich in einem Schubladensystem untergebracht. Mithilfe der einzelnen Schubladen und Fächern habe ich die Möglichkeit, die Medikamente kategorisch zusammenzufassen und nach ihrem Verwendungszweck zu bündeln. Auch Büromaterialien wie Umschläge, Karteikarten und ähnliches lagere ich gerne in einem Schubladensystem und kann auch hier wieder diese gut unterteilen. In der Abstellkammer sowie im Keller arbeite ich gerne mit Kunststoffboxen, die stapelbar sind. Zum einen bieten die ein höheres Fassungsvolumen und vor allem kann ich auch den Platz maximal ausnutzen durch das Stapeln und durch die Kunststoffbeschaffenheit sind diese natürlich auch nicht so anfällig für Feuchtigkeit, gerade im Keller. Außerdem achte ich auch darauf, dass ich da transparente Boxen benutze, so dass ich auch sofort auf den ersten Blick erkennen kann, was in den jeweiligen Kisten vorhanden ist. Zusätzlich label ich aber auch gerne nochmal die Kisten, so dass man halt auch direkt weiß, welche Dinge gehören da rein und diese dann halt immer kategorisch zuordnen kann. In der Küche verwende ich auch gerne Organisationssysteme aus Kunststoff. Zum einen habe ich Einteilungen für die Küchenschubladen aus Kunststoff. Ich habe aber auch eine große Kunststoffkiste bei uns im Schrank zu stehen. Da drin sind Tupperdosen enthalten, aber so kann ich den Platz im Schrank maximal nutzen, also das volle Volumen ausschöpfen. Zudem benutze ich auch gerne transparente Ordnungssysteme im Kühlschrank selbst. So kann ich zum einen den Kühlschrank gut strukturieren, Übersicht schaffen, aber auch hier wieder nach Verwendungszweck die Lebensmittel zusammenbündeln, wie zum Beispiel die Frühstücksartikel. Weitere sehr große Erleichterungen gab es in der Organisation unserer Schmutzwäsche. Wir haben uns hierzu mittlerweile Trofast-Regale angeschafft von IKEA und sortieren so unsere Schmutzwäsche schon vor. Das heißt, wir haben hier Unterteilungen in Weiß und Schwarz, in Hell- und dunkler Buntwäsche, genauso wie in der Kinderkleidung, Sportwäsche, separater Wäsche und Kochwäsche. Mithilfe dieser Vorsortierung verliere ich weniger Zeit beim Wäschewaschen. Wenn ich mit Ordnungssystemen arbeite, die nicht hinter den Schränken verschlossen werden, also beispielsweise auf den Schränken oder in den offenen Regalen, achte ich darauf, dass diese blickdicht sind. Ich möchte da keine transparenten Boxen nutzen, damit es einfach ordentlicher fürs Auge erscheint und auch ruhiger fürs Auge ist.
Damit ich dann auch weiß, was sich in diesen Kisten verbirgt, beschrifte ich diese immer zwingend und außerdem nutze ich auch gerne Aufbewahrungskörbe dazu, dass ich gewisse Sachen zusammenfasse, um einfach eine optische Ordnung zu schaffen, indem ich die Dinge zusammenbündel. Und ich denke, es sieht ordentlicher aus im Körbchen, als wenn sie frei im Regal rumstehen würden. Hinter verschlossenen Schranktüren spielt es eigentlich eine kleinere Rolle, wofür man sich nun am Ende entscheidet, ob es blickdichte oder transparente Kisten sind. Transparente Kisten bieten natürlich den Vorteil, dass man direkt auf den ersten Blick erkennt, was sich in dem jeweiligen Körbchen verbirgt. Auf der anderen Seite hat man aber auch wieder mit blickdichten Systemen die Möglichkeit, wieder eine visuelle Ordnung herzustellen. Gerade in unserem Mehrzweckschrank haben wir uns deswegen auch dazu entschieden, mit blickdichten Kisten zu arbeiten, da wir verschiedenste Kategorien in diesen Schrank mit eingefügt haben und dafür sorgen wollten, dass der Schrank trotzdem ordentlich wirkt, was, glaube ich, mit transparenten Kisten nicht so ordentlich gewirkt hätte. Zumindest was die visuelle Ordnung betrifft. Wenn du also dein Zuhause auch so durchorganisieren und strukturieren möchtest, solltest du dir am Anfang Gedanken machen, wie es sinnvoll und logisch ist, deine Sachen zusammenzuführen. Du solltest also erstmal dir überlegen, wie du am besten eine logische Ordnung schaffen kannst und wie du dazu den Raum oder die Bereiche organisieren musst. Wenn du dir Ordnungssysteme aufbauen möchtest und deinen Haushalt so strukturieren möchtest, dass du langfristig Ordnung halten kannst, solltest du dir am Anfang so einige kleine Fragen stellen. Beispielsweise, welche Dinge sollen denn zu einer Kategorie sinnvoll und logisch zusammengeführt werden? Also es macht wirklich Sinn, dass du Dinge, die zusammengehören, auch wirklich zusammen an einer und derselben Stelle lagerst. Ein weiterer Gesichtspunkt zur Überlegung wäre, wie häufig verwende ich die Dinge? Müssen diese also auf Griffhöhe sein? Können die Dinge auch auf dem Schrank, im Keller oder auf dem Dachboden gelagert werden? So kann man die Dinge nach Häufigkeit der Nutzung, dem Verwendungszweck oder der Jahreszeit aufteilen. Kommen wir nun zur Vorgehensweise. Wenn du deinen Haushalt durchstrukturieren möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen gehen direkt nach Kategorien vor und fangen einfach an, im Haus nach gewissen Kategorien, wie zum Beispiel Büromaterial, alles zusammenzusuchen und diese Bereiche zu organisieren. Ich persönlich habe das Ganze mithilfe der Zonenreinigung nach FlyLady nach und nach durchorganisiert. Der Vorteil hierbei ist natürlich, dass man sich nicht direkt überwältigt fühlt, da man in kleinen Zeitabschnitten arbeitet und jeden Bereich nach und nach einfach durcharbeitet und general überholt. Mit diesem Herangehen konnte ich wirklich innerhalb von wenigen Monaten einmal den gesamten Haushalt durchstrukturieren, ohne dass ich mich überfordert habe. Dadurch, dass ich immer wieder in die gleichen Bereiche reinkomme, aufgrund der Zonenreinigung, kann ich natürlich auch immer diese Bereiche, die ich schon organisiert habe, nochmal nachoptimieren. Wichtig ist vor allem dabei, wenn du anfangen möchtest, deine Sachen durchzuorganisieren, dass du da als erstes mit dem Ausmisten und Entrümpeln beginnst. Es ist ratsam, bevor du die Ordnungsboxen einrichtest, dass du da schon überlegst, welchen Dingen kann ich mich trennen. Sachen, die nicht mehr intakt sind, Sachen, die keine Freude machen oder Dinge, die du in Mehrfachausführungen hast, kannst du auf jeden Fall weggeben, verschenken, wegschmeißen, verkaufen. Versuche nur die wesentlichen Sachen aufzuheben, die dir wirklich gut tun und wo du einen Mehrwert erkennst. Das Einrichten des Ordnungssystems macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und wird auf jeden Fall langfristig dabei helfen, Ordnung besser zu halten, da alle Dinge ihren eigenen Platz haben, die Sachen übersichtlich strukturiert sind und da man sich natürlich auch an der optischen Ordnung erfreuen kann. Einmal vernünftig durchorganisierte Bereiche bleiben in der Regel langfristig ordentlich. Wenn du deinen Haushalt einmal richtig durchstrukturiert und geordnet hast, wirst du merken, dass du langfristiger Ordnung aufrechterhalten kannst, alleine mithilfe der Ordnungsboxen. Damit du aber auch wirklich ein langfristig gutes Ergebnis hast, solltest du natürlich immer mal wieder zwischendurch an diese Kisten rangehen, diese durchschauen und optimieren. Dazu eignet sich wie immer die Zonenreinigung nach der FlyLady-Methode. Falls du da noch Fragen hast, schau gerne in meine anderen Videos rein. Auf die Frage, wo man jetzt die besten Aufbewahrungs- und Ordnungssysteme herbekommt, kann ich nur antworten, das ist ganz unterschiedlich und natürlich auch abhängig von deinen Ansprüchen und Bedürfnissen. Du kannst zum einen natürlich IKEA als gute Anlaufstelle nehmen, vor allem für textile Aufbewahrungssysteme. Ich finde aber auch, dass man bei Action sehr gute Unterteilungen gerade für die Schubladen findet, aber auch verschiedene Kisten, transparente vor allem oder auch stapelbare Kisten. Theoretisch kann man auch auf Schuhkartons zurückgreifen, die sind in der Regel kostenlos in Schuhgeschäften zu bekommen. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Ich habe dir ein paar Ordnungssysteme und Helfer rausgesucht und als Inspiration in meiner Amazon-Ideenliste verlinkt. Die findest du hier unten in der Infobox unter dem Titel meines Videos quasi. Außerdem findest du dort auch den Link zu meinem Etsy-Shop mit meinen verschiedenen Haushaltsplänen.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und Spaß gemacht und du hast einen Mehrwert draus gezogen. Falls wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen, ein Abo oder einen Kommentar freuen und vor allem würde das auch meinen Kanal enorm unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleib gesund und bis zum nächsten Video.